Was euch die Schule verschweigt, Episode 2. Hey Leute, mit Sicherheit kennt ihr das meistverkaufte Buch der Welt, die Bibel. In der Tat ist die Bibel mit ihren Geschichten sehr beeindruckend, wobei das Judentum mit dem Alten Testament und das Christentum mit dem Neuen Testament darauf ihre Religionen begründet haben. Speziell das Christentum mit der Person Jesus Christus als vermeintlichen Erlöser fasziniert Millionen von Menschen, auch 2000 Jahre später. Was euch die Schule allerdings verschweigt ist, dass es die Person Jesus Christus als solche gar nicht gegeben hat. Die Person vor 2000 Jahren hieß nämlich Immanuel. Moment, jetzt werdet ihr sagen, über dieses Thema sollten doch Religionslehrer, Priester, Bischöfe, Kardinäle oder der Papst besser Bescheid wissen. Tja, jene Menschen sind leider nicht unfehlbar und allwissend, ebenso wie jene Personen, die über 2 Jahrtausende hinweg immer wieder die Bibelgeschichten und Texte weitererzählten, übersetzten, abschrieben, etwas wegließen oder ergänzten, einfach verfälschten und sich somit ein Sammelsurium von Märchen und Lügengeschichten ergab, wodurch die Wahrheit beinahe ausradiert wurde. Doch wie allseits bekannt ist, kommt die Wahrheit immer ans Licht. So auch in diesem Fall, denn in Jerusalem im Jahr 1963 wurde Billy Meier, den ihr bereits von der ersten Episode kennt, zur wirklichen Grabhöhle von Immanuel alias Jesus Christus geführt, wo er 2000 Jahre alte, in Harz eingegossene und vergrabene Schriftrollen bergen konnte. Wie gelang ihm das nur und woher wusste er, wo die tatsächliche Grabhöhle war? Wie ihr euch denken könnt, hatte Billy Unterstützung, und zwar durch die Plejaren. Ein griechisch-orthodoxer Priester namens Isa Rashid gab ihm den Hinweis, wo die Höhle sein könnte, wobei dieser aber wiederum Impulse von den Plejaren bekam, um die Grabhöhle zu suchen und zu lokalisieren. Dies ist eine spannende Geschichte, doch wozu das alles und was hat das mit dem Namen Immanuel zu tun? Jetzt kommt das Erstaunliche. Isa Rashid konnte Altaramäisch und deshalb selbst die Schriftrollen lesen und übersetzen. Es handelt sich bei den Schriftrollen um das ursprüngliche Testament von Immanuel, genannt Jesus Christus, wobei der Verfasser ein Jünger namens Judas Ischkariot war und dieser fälschlicherweise als Verräter angeprangert wurde. Der Inhalt besagt weiter, dass Immanuels leiblicher Vater der Wächterengel Gabriel von den Plejaren war und somit war er teils außerirdischer Natur, doch trotzdem menschlich. Immanuel lehrte aber die Lehre des Geistes, wobei er und Judas Ischkariot die einzigen waren, die der Schreibkunde mächtig waren. Alle anderen 11 Jünger und auch 17 Jüngerinnen waren diesbezüglich nicht ausgebildet. Infolge der aufklärenden Lehre war Immanuel bei den Oberen, den Regierenden sowie bei den Schriftgelehrten sehr unbeliebt, weshalb er zunehmend gefährdet war und schließlich in Jerusalem von einem Pharisäersohn verraten, von den hohen Priestern an die Römer ausgeliefert und vom Statthalter Pilatus zur Kreuzigung verurteilt wurde. Aus den Originalschriftrollen geht aber noch hervor, und haltet euch nun fest, dass Immanuel nicht am Kreuz bzw. am Pfahl starb. Er war bewusstlos und daher nur scheintot, wobei Josef von Arimathäa dies erkannte und Immanuel in sein Grab legen ließ. Durch Freunde, die in indischer Heillehre bewandert waren, wurde Immanuel im Grab gesund gepflegt. Diese betraten das Grab über einen geheimen zweiten Eingang bzw. Ausgang, welche auch Immanuel nach 3 Tagen benutzte und so verschwand. Später begegnete er auch seinen Jüngern, die kaum fassen konnten, dass er überlebt hat. Und wie geht die unglaubliche Jahrtausendgeschichte weiter? Immanuel floh in Richtung Indien und lehrte dort auch weiterhin die Lehre des Geistes, die Lehre der Wahrheit. Er heiratete, hatte mehrere Kinder, wovon ein Sohn in seinen älteren Jahren nach Jerusalem ging und Judas Ischkariots Schriftrollen in Immanuels Grabstätte versteckte. Immanuel selbst starb im hohen Alter von rund 115 Jahren und ist in Srinagar, Kaschmir in Indien begraben. Noch heute ist das Grab, genauer gesagt der Schrein, in Srinagar zu sehen. Neben dem Grab befindet sich eine Steinplatte, wobei eine Gravur erkennbar ist, die Fußabdrücke eines Gekreuzigten mit Kerben zeigt.
Die Position der Kerben hinter den Zehen gleichen sich nicht. Doch würden sich diese decken, wenn mit nur einem einzigen Nagel beide Füße durchbohrt wurden, wobei der linke über dem rechten platziert wurde. Abschließend zurück zu den Originalschriftrollen. Leider wurden 3/4 davon bei einem Angriff auf ein Flüchtlingslager in Libanon zerstört, wo Isa Rashid sich im Jahr 1974 aufhielt. Er konnte diesen Anschlag noch entgehen, doch 1976 fiel er einem Attentat in Bagdad zum Opfer. Zum Glück konnte der Priester zuvor einen Teil der Schriftrollen übersetzen, Billy Meier übersenden, woraus dann das Buch Talmud Immanuel entstand. Schließlich sei noch gesagt, dass aus der Grabhöhle noch weitere Gegenstände geborgen wurden, die noch heute im Besitz von Billy Meier sind und somit als Zeugnis der Wahrheit dienen. Zusätzliche Informationen findet ihr in den Beschreibungen zu diesem Video. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, was euch die Schule verschweigt.